Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das hier ist mein neues Samsung Galaxy S24 Ultra, welches ich kaufen musste, weil mein S22 Ultra leider kaputt gegangen ist. Und es hat eine wunderschöne Rückseite und auch an den Seiten wirklich wunderschön ausgearbeitet von Samsung mit Titan und so weiter und so fort. Das hier sind diese Titanseiten, auf beiden Seiten mit Titan ausgeschmückt. Ich persönlich bin trotz aller dieser Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort, die da mittlerweile auch am Gehäuse schon gemacht werden, ein ganz großer Freund von Hüllen. Und wie ihr vielleicht wisst, bin ich großer Pitaka-Fan. Deswegen habe ich mir auch die neue Hülle besorgt und wir gucken uns die neue MagEase 4 einmal an. Ja, da ist das gute Stück und bevor wir es jetzt aufmachen, vielleicht noch der ganz kurze Hinweis. Es gibt 3 verschiedene Farben. Einmal hier dieses schwarze Klassik und dann noch etwas buntere Farben. Wer da buntere Farben mag, kann gerne auch mal nachschauen, ob das einem mehr zusagt. Mir persönlich sagt diese Carbon-Oberfläche in schwarz einfach schlichtweg am meisten zu und die gucken wir uns jetzt hier heute auch einmal an. Ich hole sie mal raus und dann werden wir mal einen Blick werfen auf die Hülle. Hier ist noch ein Hinweis, wie man das Ganze zu entfernen hat, denn die Hülle sitzt, und das nehme ich schon mal vorweg, sitzt sehr straff, sehr spack. Das ist natürlich gut, weil sie sich dadurch nicht löst, aber das bedeutet natürlich auch, dass man beim Abnehmen der Hülle durchaus nochmal genau gucken muss, wie es funktioniert, und deswegen ist auch vermutlich hier dieser Hinweis noch in der Verpackung mit angebracht. So, wir machen einmal hier dieses Papier noch raus und sehen dann die eigentliche Hülle. Großer Vorteil ja auch bei der MagEase 4 ist, super leicht, also das Ding wiegt wirklich nichts und ist halt ultra stabil. Das konnte ich tatsächlich auch selber schon mal herausfinden, indem nämlich meine alte Hülle einmal auf den Boden gefallen ist, Handy in Ordnung, Hülle kaputt, aber so ist es halt. Was wir hier sehen, ist dann die Rückseite. Von der Optik her gefällt mir das super, auch von der Haptik ist das super, fühlt sich wirklich richtig, richtig gut an. Hier in der Mitte dann der MagSafe-Ring, der dann natürlich die Funktionalität von MagSafe-Zubehör auch für das S24 Ultra gewährleistet. Das ist ja auch einer der großen Vorteile an dieser Pitaka-Hülle. Nicht nur, dass sie leicht ist, dass sie aus einem tollen Material ist, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, sondern eben, dass sie auch diese MagSafe-Funktionalität mitbringt. Wie das Ganze gleich am Handy aussieht, gucken wir uns nochmal separat an. Was mir persönlich direkt schon aufgefallen ist beim Auspacken, hier unten die Aussparung ist richtig groß. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, denn wenn ihr mal einen dickeren Ladestecker habt oder ein dickeres Datenkabel, könnt ihr das bei manchen anderen Hüllen eben nicht anbringen. Bei den alten Hüllen war es immer so, dass die sehr stark die Fingerabdrücke angezogen haben, und da muss ich leider sagen, das ist auch in der MagEase 4 oder in der MagEase Hülle der Version 4 der Fall. Das sieht man jetzt hier zwar nicht so gut, aber die Fettreste vom Fingerabdruck sozusagen, die seht ihr auf jeden Fall. Anfühlen tut sich das Ganze aber wie immer bei Pitaka oder bei der Verarbeitung wirklich richtig, richtig gut, und das kann ich auch nur empfehlen. Von der nackten Hülle zur Installation am Handy, und kleiner Tipp, egal welche Hüllen ihr anbringt, macht immer erst die Unterseite rein, dann die Oberseite. Durch diesen leicht überstehenden Stift ist es immer sinnvoll, wenn man erst die Unterseite einhängt, so wie ich das jetzt hier mache, und dann die Oberseite einklipst. Das hat mir auf jeden Fall schon einige Hüllenwechsel leichter gemacht, wenn man einmal weiß oder daran denkt, dass man das quasi so macht. Ja, wie gesagt, fühlt sich super an, passt auch wirklich haargenau, also da gibt es aus meiner Sicht von der Verarbeitung her nichts zu meckern. An der Seite muss man tatsächlich sagen, dieser Titanrahmen ist nicht ganz geschützt, sondern nur zum Teil. Ist natürlich auf der einen Seite gut, weil wir wollen ja den optisch ansprechenden Titanrahmen auch noch sehen. Ist auf der anderen Seite vielleicht auch schlecht, weil eben der obere Teil nicht geschützt ist durch die Hülle. Das muss man halt einfach wissen. Auf der anderen Seite ist es genauso. Ungefähr bis zur Mitte geht die Hülle und danach bleibt dann der Titanrahmen ungeschützt oder beziehungsweise sichtbar, je nachdem, wie ihr das jetzt nachher definieren wollt. Oben steht die Hülle dann leicht über. Ihr seht das hier ganz leicht, also sprich, wenn ein dickeres Steinchen, wenn euer Handy runterfällt und ein dickeres Steinchen da ist, wird das auf das Display auftreten. Hier unten seht ihr dann nochmal die Aussparung, wirklich richtig groß, da kriegt ihr alle Kabel rein. Auch die anderen Aussparungen sind sauber gearbeitet, da gibt es nichts zu deuteln. Auf der Rückseite, die Kameraerhebung ist eine Erhebung, sprich das Handy liegt nicht plan auf, das muss man wissen. Auch da aber alles eigentlich sauber ausgearbeitet. Warum jetzt dieser Pitaka-Schriftzug so hell und so omnipräsent ist, ich weiß es nicht. Das wird wahrscheinlich nur Pitaka selber wissen. Auf der Oberseite dann noch die entsprechenden Aussparungen für den Lautsprecher, sodass ihr da einmal quasi auch die notwendige Aussparung habt. Die Tasten an der Seite sind übrigens nicht geschützt, sondern bleiben frei. Das liegt halt eben an
an dieser Titanrahmen-Diskussion. Ansonsten auch mit dem Handy in der Hand fühlt sich gut an. Es rutscht nicht aus der Hand. Es hat diese etwas Steifigkeit im Anfassen. Das, was ich persönlich genau an dieser Hülle sehr gerne mag. So, damit sind wir auch schon bei meiner persönlichen Meinung zur Mac-Ease 4, der Hülle für das S24 Ultra von Pitaka. Zunächst mal muss man sagen, optisch und von der Verarbeitung her gibt es wirklich nichts zu meckern. Etwas schade ist, dass die Seite halt eben nicht geschützt ist, wobei ich da zwiegespalten bin. Auf der einen Seite wollen wir natürlich den Titanrahmen sehen, auf der anderen Seite wollen wir vielleicht auch, dass er geschützt ist. Da ist so ein bisschen, ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust und es ist am Ende irgendwo auch Geschmackssache. Grundsätzlich, der Überhang hätte ein bisschen mehr sein können. Ich finde, dass das nicht ausreichend ist, denn wenn das Handy wirklich mal auf die Display-Oberseite fällt, dann ist da nicht viel Schutz übrig. Die Ecken sind aber gut geschützt, also sprich, wenn es auf die Ecken fällt, sollte eigentlich nichts passieren. Da gibt es dann auch keine Probleme. Ja, von der Haptik habe ich gerade eben schon gesagt und auch von der Optik her, mein persönlicher Favorit, diese Carbon-Optik. Mir gefällt das einfach richtig gut, auch wenn da ein bisschen Fingerabdrücke mit drauf sind und auch wenn hier hinten die Erhebung etwas hoch ist und das Handy damit nicht plan aufliegt, dafür sind die Kameras halt gut geschützt. Was ich halt mir gewünscht hätte, ist, dass dieser Schriftzug vielleicht nicht so omnipräsent ist. Das ist mir ein bisschen zu hell und sticht zu sehr heraus. Das war zumindest bei meiner Hülle fürs S22 Ultra auch nicht der Fall. Ganz wichtig nochmal, ich habe es schon mehrfach gesagt, unten die Aussparung, die ist ausreichend groß für alle Kabelanschlüsse. Da kriegt ihr keine Probleme und müsst die Hülle dann auch nicht abnehmen. MagSafe-Funktionalität ist auf jeden Fall gegeben, auch gut. Das hält sicher und fest. Ich habe es mit meinen weiteren MagSafe-Zubehör mal geprüft. Die Magnetismusfähigkeit oder vielmehr die Verbindung zwischen beiden Komponenten ist da ausreichend, sodass es da auch keine Probleme gibt. Ja, ansonsten muss man natürlich sagen, der Preis ist nicht ganz günstig, aber ihr bekommt auf jeden Fall ein wertiges Produkt und das sollte aus meiner Sicht zumindest den Preis wert sein. Probiert das Ding mal aus, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt mir eure Frage in die Kommentare. Am Ende sage ich wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.